Was machen wir heute? Ja, heute machen wir noch gar nichts. Heute haben wir die Autos verladen für das STC 500, welches morgen und übermorgen stattfindet in Zweibrücken. Wir nehmen den 992 mit, den 997, den Silver Bullet. Dann haben wir noch unseren 991.1. Das ist, glaube ich, so mit eins der ältesten Autos, was bei LCE im Bestand ist. Wie viele Jahre haben wir den schon, Felix? Lang, ne? Schon sehr, sehr lang, genau. Auch ein super solid Kit, ist eines unserer kleineren Kits. Das ES700 ist da verbaut, reines Board-on-Kit. Keine Methanol-Einspritzung. Komplett eingetragen, TÜV-fähig, kann man so bei uns erwerben. Ist so eine richtige Straßenwaffe. Den werden wir morgen auch nochmal ausführen nach langer Zeit. Ansonsten haben wir noch ganz neu unseren R8 Twin Turbo mit, den wir vor kurzem erst umgebaut haben. Der kriegt jetzt so sein Debüt auf dem ersten Event in Zweibrücken. Dann haben wir unsere Jungs aus England, ES Motor UK, werden vor Ort sein. Also wir werden nachher ein Starterfeld haben, ich denke mal von 10, 12 Autos. Aris Engineers, B-Tuning auch noch mit am Start. Wir hoffen mal, dass wir ein erfolgreiches Wochenende haben. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Haben wieder hart geschuftet bis in die letzte Minute. Jetzt haben wir jetzt 8 Uhr abends, fahren jetzt denke ich mal noch 5 Stunden bis nach Zweibrücken. Und dann nehmen wir euch morgen mal mit ins Geschehen und hoffen mal, dass wir wieder ein paar gute Rekorde fahren werden, beziehungsweise ein paar gute Ergebnisse einfahren werden. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name, big dope on flame. I just switched the lanes. Gabriel ist am Ende. Er will nur noch schlafen. Er ist durch und fertig. Wir haben eine kurze Zwischenpause gemacht, haben 102 Oktan geholt und ja, dann geht es noch weiter und dann haben wir noch eine Stunde und dann sind wir endlich da. Dann haben wir es geschafft für heute. Niklas, wie viel Uhr haben wir? Wo sind wir? Was machen wir? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben jetzt kurz nach 1. Ja. Ja, kurz nach 1. Wir sind jetzt angekommen hier in Zweibrücken in Homburg gerade. Fürs Race 1000. 992 haben wir dabei. 997 ist noch hinter uns im Hänger. Morgen kommen noch der R8 und der 991. Plus unsere Jungs aus England und die Jungs von B-Tuning und Aris Engineers auch noch. Wir werden uns jetzt alle ins Hotel verziehen, weil wir auch schon in... Achso, wir stehen übrigens um 7 Uhr, treffen uns beim Frühstück. Also in 6 Stunden wieder aufstehen müssen und dann geht's los zum STC. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Video zum Rennwochenende in Zweibrücken beim STC 500. Dieses Video ist heute dafür da, um ein Fazit zu ziehen, ein Resümee, wie das Wochenende für uns war, wie es gelaufen ist, wie die Fahrzeuge performt haben und was wir gegebenenfalls anders, besser machen würden. Ich würde sagen, dadurch, dass ich den Audi R8 an dem Wochenende pilotiert habe, fangen wir einfach mal damit an. Wir haben uns angemeldet mit 850 PS. 850 PS ist unsere TÜV-Stufe. Das hat der Wagen auch tatsächlich. Sind wir auch losgefahren am Samstag beim Rolling 50 1000. Rolling 50 bedeutet rollender Start. Und ab 50 km/h wird dann Vollgas gegeben, 1000 Meter lang, und am Ende vom Tag zählt, wie schnell man über die Ziellinie fährt. Aber wenn man die 50 km/h vorne am Start nicht einhält und zu schnell ist, als Beispiel, man fährt mit 55 km/h drüber, werden 5 km/h am Ende abgezogen.
wie die Euphorie so war ich dann einen Tick zu schnell. Das bedeutet, ich bin in die Tuner-Gruppe hochgerutscht. Was dann für uns den Anlass gab, zu sagen, okay, es gibt nichts mehr zu holen, wir drehen ein bisschen auf. Am Ende hatten wir so knapp 311 km/h, was so knapp 1000 PS sind. Man hört auch in dem Video, wenn man das sich anhört, ein bisschen, dass die Kupplung gequält wird und schon am Rutschen ist. Ja, das Auto hat so mittlerweile schon über 60.000 Kilometer, ist unser Eigengewächs mit unserem Kit und hat natürlich auch schon den einen oder anderen Test hinter sich. Natürlich fahren wir hier im Straßenverkehr unsere TÜV-Stufe, ist auch unser Vorführfahrzeug, wenn mal Kunden kommen, Interesse haben, sich das Fahrzeug anschauen können, auch mal mitfahren können, einfach ein Gefühl dafür aufzubauen. Auf dem Event haben wir natürlich mit einer anderen Software dann gearbeitet, ja, einfach auch zu sehen, was kann das Fahrzeug. Und das Schöne daran ist, das werden wir dann auch einblenden, das Fahrzeug macht halt echt konstante Nummern, auch wenn die Kupplung rutscht, das ist natürlich nicht so schön, aber ich muss dazu sagen, wir haben jetzt auch schon eine Upgrade-Kupplung da liegen, die machen wir jetzt einfach mal rein, weil wie gesagt, das Fahrzeug auch schon über 60.000 Kilometer drauf hat und halt natürlich auch schon den einen oder anderen Kilometer unter Volllast und ein bisschen mehr Druck hinter sich hat. Ja, und genau. Wir sind gefahren, dann am Ende vom Tag waren wir irgendwo bei 0,66 bis 0,68 bar und knapp 1000 PS. Fährt sich gut, muss ich gestehen. Hat man auch beim Half-Mile-Event gesehen. Also ich bin 3-mal gefahren an dem Tag. Wir können auch die Draggy-Zeiten anblenden und bin 3-mal 294 gefahren. Diese Stufe, diese Leistungsstufe, mega und halt auch nochmal alles reproduzierbar und das ist das Tolle dabei. Und das macht dann auch Spaß, wenn das Fahrzeug eben permanent performt. Die Wasserladeluftkühler funktionieren perfekt. Also da muss ich auch ehrlich sagen, das hat echt super funktioniert. Wir haben uns zwar auf dem Event auch stellenweise, dadurch, dass man halt steht und lange steht und eben den Fahrtwind nicht hat zum Nutzen, haben wir natürlich mal bisschen mit Eis nachgeholfen, einfach auch um den Wasserhaushalt ein bisschen unten zu halten. Ja, damit auch die Bedingungen reell sind, weil wenn ich auf der Autobahn fahre, habe ich ja permanente Kühlung vorne auf dem Wasserkühler und da sinkt auch meine Ansaugluft-Temperatur. So ist es halt durch das Stehen, weil man halt warten muss, stellenweise 10, 15, 20 Minuten, je nachdem wie viel Andrang vorne ist am Start. Dann switchen wir zum nächsten Auto oder zu den nächsten Autos. So. Ich als alter Porsche-Enthusiast, Sympathisant und Porsche-Freund, da geht immer mein Herz auf, vor allem wenn ich einen 997 sehe. 997 ist für mich, wird wahrscheinlich auch ewig eins meiner Lieblingsmodelle bleiben. Silver Bullet, da brauche ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen, weil die meisten kennen ihn, die meisten wissen, was er kann. Ja, wir hatten für diese Saison einen Fahrerwechsel. Also die letzten Male, die letzte Zeit hat immer der Felix den Wagen pilotiert, auch mega gut. Also muss man auch immer sagen, Hut ab und Respekt. Dieses Jahr gab es einen Fahrerwechsel und der Felix wollte sich ein bisschen zurückziehen, hat auch gesagt, hey, ist genug, so darf auch mal jemand anderes ran. Und unser Steven ist der Glückspilz, der fahren durfte. So abgeklärt wie er ist und so fokussiert, so hat er auch abgeliefert. Also super, also vom ersten Run bis zum letzten mega gut. Dafür, dass das Fahrzeug davor noch nie gefahren ist, krass. Also ja.
346 in 14 Sekunden, das muss man sich mal vorstellen. Von 0 auf 346. Und Steven, wie war's? Super. Super Leistung heute erbracht. Danke. Steven hat am Sonntag unseren Rekord geholt mit 346 km/h auf der halben Meile. Brutal schnell. In Zahlen bedeutet das 4,5 Sekunden von 200 auf 300. Also ich habe gerade gesprochen vom R8 mit 4,1, 4,2 Sekunden 100 auf 200. Nein, der fährt das von 200 auf 300. Und das bedeutet, der hatte knapp über 300 Meter dafür gebraucht. Also da merkt man natürlich auch, wir sprechen hier ES 1400 Kit, 1400 Wheel Horsepower. Brutal. Wirklich genial. Wir sind mega stolz und ich muss dazu sagen, großes Lob auch an die Jungs aus der Werkstatt. Bis zur letzten Minute geschraubt, das die Kiste zum Laufen gebracht und hat abgeliefert. Also da kann man nur sagen, sehr geil. Und da sind wir, wie gesagt, mega stolz drauf und freuen uns dann natürlich auch auf die nächsten Events. Und ich darf eins nicht vergessen, denn der Wagen fährt ja jetzt, glaube ich, seit knapp 4 Jahren mit. Es gab dann mal ein Upgrade von ES 1100 auf ES 1400 und es ist immer noch der gleiche Motor. Also man muss dazu sagen, klar, wir schauen immer danach und ich muss auch dazu sagen, wir quälen ihn nicht so, dass er, aber er ist immerhin eine Riesenbelastung und die paar Kilometer, die er im Jahr bekommt, also ich sage immer, 95% der Kilometer, die er im Jahr fährt, sind halt Vollgas und dementsprechend mega cool und wir hoffen auf eine erfolgreiche weitere Rennsaison. So viel zum Silver Bullet. Das bedeutet natürlich auch, wir machen sämtliche 997 auch noch, 991, 992, 996 auch. Also dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt. Ja, unser 991, pilotiert durch Yannick, hat einen super Job gemacht auch. Mittlerweile ja auch schon ein paar Mal gefahren, ist ja auch schon seit einiger Zeit dabei und ist jetzt eine kleinere Stufe. Wir sind in der Gruppe 4 damit angetreten, aber halt auch sehr, 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 sehr souverän. Der Wagen ist halt auch schnell, da blenden wir auch mal die Zeiten ein. Und Yannick, wie war deine erste Runde? Ja, war gut. Die Reifen Ja? sind leider noch kalt, aber das kriegen wir noch hin. Ja, dass die ein bisschen warm werden, ist halt problematisch mit der Traktion, aber doch, macht Spaß. Für mich muss ich immer wieder dazu sagen, egal, wir sprechen hier von knapp 1500 PS beim R8, bei stellenweise von 1000 PS oder mehr. Aber das Fahrzeug hat so knapp über um die 750 PS, vielleicht etwas bisschen mehr. Und das fährt so gut, das ist für mich so für die Straße so das beste Setup. Und können wir anbieten mit Zulassung. Also das ist das Schöne daran. Also wir können tatsächlich eine Stufe mit Zulassung anbieten, die auch richtig, richtig Spaß macht. Und 991 Turbo S ist ja ab Werk schon schnell. Also wir sprechen hier von 3 Sekunden 0 auf 100, knapp über 6 Sekunden 100 auf 200. Also das ist schon für ein Serienfahrzeug schon schnell. Aber wenn wir hier schon in die 4er-Zeiten gehen oder 5 Sekunden fahren, 100 auf 200, das kann sich natürlich sehen lassen. Und wie gesagt, für mich auch für die alltägliche Nutzung, den alltäglichen Betrieb, so die beste und ausgewogenste Stufe. Man hat mehr als genug Leistung. Es gibt fast nichts Schnelleres. Ich sage immer wieder fast. Und reproduzierbar. Das Auto fährt ganz normal. Also es macht mega Spaß. Und den werdet ihr dieses Jahr auch noch auf dem einen oder anderen Event sehen. Und wie gesagt, auch schon lange dabei und macht, was er sollte. So, das Wetter ist perfekt. Barbara, was sagst du? Lass uns mal ein bisschen rausgehen. Ich höre die Vögel zwitschern.
bestes Wetter. Unser 992 auf der Sonnenbank. Genau. Ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Sehr, sehr gut performt, auch am Wochenende. Ich sage jetzt mal fast so schnell wie der erdacht. Bin ich stellenweise schon da gestanden und habe gesagt, Mensch, muss ja noch aufpassen. Ja, mittlere Viererzeiten, 100 auf 200 auf dem Event. Hat der Patrick auch sehr, sehr, sehr gut gesteuert. Kennt das Auto jetzt auch schon eine ganze Weile. Weiß, wie sich das verhält. Ich sage jetzt mal so knapp 900 PS sind natürlich auch nicht ohne und dementsprechend mega gut. Ja, von den Geschwindigkeiten her, wir waren ja am Samstag bei, ich meine es waren 305 km/h auf dem Rolling-Event und dann auf dem Half-Mile-Event waren es dann glaube ich auch schon 2,92 oder so. Also auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Auch für das Setup, auch reproduzierbar. Er ist glaube ich 6, 7, 8 Mal gefahren. Und das Auto macht immer das Gleiche und das ist halt das Schöne daran, es macht Spaß, es funktioniert, es ist ein Bolt-on-Kit, also nichts am Motor machen, einsteigen, Spaß haben. Wir haben eine TÜV-Stufe da dafür. Man möchte einfach Spaß haben, man möchte auch Sicherheiten haben und das vermittelt das Fahrzeug definitiv. Das Auto hat ein super Fahrwerk, der Antriebsstrang, die Traktionskontrolle funktioniert super, also das macht alles, was es soll, in bester Form. Da macht es auch Spaß. Klar, es ist nicht mehr so wie früher, dass die Autos ausbrechen und man hat Probleme, das Fahrzeug in der Spur zu halten. Es ist weniger geworden. Natürlich bei der Leistung gibt es auch, vor allem wenn der Asphalt vielleicht ein bisschen feucht oder kalt ist und die Reifen nicht auf Temperatur. Aber ansonsten lassen sich die Fahrzeuge schon sehr, 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 sehr gut pilotieren. Und dementsprechend, wie gesagt, optisch glaube ich so aktuell mit einer der schönsten Turbos. Die anderen sind auch toll, aber der 992 wirkt schon sehr, 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 sehr wuchtig. Und ja, und unsere halt auch mit Aero-Kit, Schalensitzen und unseren Felgen in 21, 22 Zoll. Wer hätte den nicht gerne in der Garage stehen? Also ich schon. Genau. Und auch dieser Wagen wird mit Sicherheit auch wieder das ein oder andere Event, an dem ein oder anderen Event teilnehmen. Vielleicht auch mal mit ein bisschen mehr Leistung. Aber wir wollen ja nicht zu viel verraten. So. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen, ein paar Eindrücke zu gewinnen. Das nächste Event steht schon an. Race 1000, Berlin. Und wird auch ein geiles Event, 2 Tage lang. Ebenfalls Standing Half Mile und auch ein Rolling Event, aber ein bisschen anders. Aber das zeigen wir euch dann vor Ort. Ja. Und gerne dürft ihr uns nette Kommentare hinterlassen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute und macht's gut.